Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen, den neuronalen Netzen und dem Reinforcement Learning. Und heute gibt es wahrscheinlich was viele von euch interessiert, nämlich wie kann ich mein Programm dazu bringen, dass es für ein Spiel vernünftig lernt. Jetzt muss ich euch leider enttäuschen, wenn ihr nur hier eingeschaltet habt, dann solltet ihr euch zumindest die grundlegenden Konzepte von neuronalen Netzen und Reinforcement Learning angucken. Dann könnt ihr wieder hierher kommen, deswegen habe ich die beiden Sachen schon gemacht. Ihr müsst nicht alles gucken, aber ein paar Sachen solltet ihr verstanden haben. Genau, und wir machen jetzt hier direkt weiter. Okay, also wir nehmen jetzt einfach mal unser neuronales Netz hier als Blackbox an. Dieses NN soll irgendwas machen. Und wir überlegen uns jetzt, was soll denn dieses NN machen? Und wie kann ich das in meinem Spiel verwenden? Und die Idee ist eigentlich ganz simpel, wenn ihr Reinforcement Learning verstanden habt. Wir stecken hier unten irgendwie unseren Zustand von unserem Spiel rein. Das heißt, ich mache hier mal so zwei von diesen Dingern. Wir nehmen jetzt einfach mal an, wir machen ein klein bisschen Tic-Tac-Toe oder sowas. Tic-Tac-Toe solltet ihr alle kennen, glaube ich zumindest, ist so ein Spiel, wo man, man hat diese nicht gerade hübsch gezeichneten, nicht hübsch gezeichneten drei Dinger hier und da muss man überall, Sekunde, jetzt. Hier kann man dann ein Kreuz oder einen Kreis reinsetzen und schon haben wir es. Okay. Wenn wir jetzt hier mal einen Kreis reinsetzen in die Mitte, dann haben wir einen anderen Zustand und so weiter und so fort. Und wir packen jetzt hier in unser neuronales Netz einfach diesen Zustand immer rein. Klar, Tic-Tac-Toe ist ein bisschen Overkill, denkt an sowas wie Schach oder sowas. Das kann man dann schon durchaus mal lernen. Also Tic-Tac-Toe muss man nicht unbedingt lernen, da kann man einfach dann was hart gecodetes reinschreiben, da gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten. Aber Schach zum Beispiel ist ziemlich komplex und ich kann es selber nicht, aber das wisst ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr die Serie verfolgt habt. Genau, wir können jetzt hier einfach diesen Zustand von unserem Spielbrett reinpacken, zum Beispiel was da für Figuren stehen, ob sie leer sind und so weiter und so fort. Also in unserem Fall von Tic-Tac-Toe wäre zum Beispiel hier leeres Feld 0, also als Input-Neuron 0, dann ein Kreis wäre eine -1 und ein Kreuz wäre eine 1 zum Beispiel. So, und jetzt packen wir das hier in unser neuronales Netz rein. Das heißt, unsere Neuronen sind, Achtung, nicht nur 0 und 1, sondern -1, 0 und 1 und wir haben 9 Stück davon. Die füttern wir in dieses neuronale Netz und am Ende kommt eine Softmax-Schicht raus. Die habe ich euch, glaube ich, auch schon erklärt. Softmax bedeutet, wir haben hier ein Maximum raus. Und dieses Softmax ist auch wieder eins von 9 Neuronen und gibt mir sozusagen an, wo soll ich denn jetzt spielen. Also hier habe ich auch wieder 9 Möglichkeiten und dieses Softmax ist einfach genau da eine 1, wo ich spielen soll und an allen anderen ist es eben eine 0. So könnte ich das jetzt machen. Das ist jetzt aber nicht ganz so effizient und wer Reinforcement Learning gesehen hat, der weiß, dass es da noch mehr gibt. Wie könnte ich also das Ganze noch besser machen? Naja, ich mache kein Softmax am Ende, sondern ich muss unbedingt hier einmal so einen Wert ausgeben, nämlich den Q-Value. Das heißt, wenn ihr jetzt wieder an Reinforcement Learning denkt, der Q-Value gibt mir an, wie wertvoll ist denn ein Zustand für mich? Also wie wertvoll ist es, da was draufzusetzen? Das mag jetzt in etwa gleich klingen. Ja, im Prinzip ist es auch genau das. Wir machen hier statt Softmax einfach ein ganz stinknormales Sigmoid oder Relu oder sonst irgendwas. Aber am Ende kommen hier tatsächlich Wahrscheinlichkeiten raus, nicht Wahrscheinlichkeiten, sondern einen ganz normalen Wert hier am Ende raus, der mir sozusagen angibt, okay, ich habe jetzt so und so ein, ich bewerte die Zustände mit so und so viel Wert. Das heißt zum Beispiel in der Konfiguration, wenn ich jetzt das hier habe, hier ein X rein, dann ein weiterer Kreis hier und ein X hier. Und Kreis ist dran. Sekunde, ich zeichne gerade kurz fertig. Dann bewerte ich die Zustände hier, hier, hier und hier mit relativ gering. Aber der Zustand hier oben, der hier, wird mega, mega gut bewertet. Der hat einen riesigen Q-Value, weil ja hier erstens mal wird verhindert, dass der fertig machen kann im nächsten Zug. Und zweitens mache ich fertig in diesem Zug, weil ich habe ja dann hier für meinen Kreis offensichtlich hier dann meinen finalen Schritt gemacht und habe gewonnen dadurch. Das heißt, dieser Wert hier ist enorm hoch und das soll unser neuronales Netz trainieren. So, wie kriege ich jetzt das also hin? Ich gebe hier also einfach Werte aus. Naja gut, diese Werte muss ich aber irgendwie trainieren. Und wie lerne ich die jetzt? Und darum soll es jetzt quasi gehen. Ich weiß, war eine lange Einleitung, aber ich muss euch erstmal kurz das grobe Netz erklären. Und zwar, was wir jetzt hier machen, ist folgendes. Wir sagen, dieser Output hier, der ist jetzt mein Q-Value. Also, ich habe als Q-Value mein neuronales Netz.
Das ist also im Prinzip, ab hier geht es jetzt ins stinknormale Reinforcement Learning rein und ich sage jetzt, okay, ich führe mein Spiel zu Ende. Das heißt, ich spiele einfach irgendwie. Also zum Beispiel habe ich am Anfang, ich mache es gerade mal kurz alles rückgängig, Sekunde. Ups, ja, das sollte ich behalten. Okay, so habe ich jetzt mein neuronales Netz. Jetzt setzt mein Gegner, das kann ich nicht beeinflussen, das ist jetzt einfach so. Und jetzt habe ich wieder ein neuronales Netz. Das sagt mir, okay, ich spiele einfach irgendwo, am Anfang habe ich ja keine Ahnung, also setze ich da. Und dann habe ich meinen Gegner so, also spiele ich wieder irgendwie zufällig. Und zum Beispiel spiele ich dann hier. Und dann merke ich, oh verdammt, jetzt gewinnt ja gerade mein Gegner. Also, da der Gegner gewonnen hat, kriege ich einen Q-Value zum Beispiel von ein Reward R von minus 100, weil der Gegner gewonnen hat. Das kann ich mir einfach frei definieren. Ich kann es ja auch auf minus 1000 setzen oder minus 1 Milliarde oder sowas. Und wenn ich gewinne, kriege ich halt zum Beispiel plus 100. Und wenn es unentschieden ausgeht, was ja bei Tic-Tac-Toe häufig passiert, kriege ich einfach 0. So, aber in dem Fall habe ich jetzt minus 100 bekommen, weil ich ja hier gerade gemerkt habe, okay, das kann nicht sein. So, und jetzt trainiere ich mein neuronales Netz erst. Also erst jetzt passiert hier was. Davor ist überhaupt nichts passiert. Und jetzt gehe ich nämlich zurück und sage, ich mache das gerade nochmal hier weg. Dann habe ich nämlich die schöne Zurückfunktion. Und zwar, dieser Zustand hier, da bewerte ich diesen Zustand, diesen einen Block hier, den ich hier gerade genommen habe, also quasi das Feld 4, da bewerte ich den Q-Value ganz, ganz schlecht. Und zwar mit minus 100 mal, also mein Reward, im Prinzip R, mal ein Gamma-Faktor, der muss zwischen 0 und 1 sein, jeweils exklusive. Das heißt zum Beispiel 0,9. Das heißt, ups, da fehlt das Komma. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Reward oder ein Q-Value für diesen Zustand bei dieser Konfiguration. Also das hier ist ja meine Konfiguration von meinem neuronalen Netz. Diese zwei Xe, hier die 4 Sachen hier sind ja gegeben und die anderen Felder sind alle leer. Und dann bewerte ich dieses Feld hier mit Reward von meinem Spiel mal 0,9. Also minus 100 mal 0,9. So, und dadurch habe ich jetzt hier schon mal einen Wert von minus 90. Okay, minus 90 für diese Konfiguration hier, für genau diesen einen Fleck. So, jetzt gehen wir noch weiter zurück. Und dann sage ich, okay, wenn er gesetzt hat, ich habe hier unten hingesetzt. Und dann sage ich von Anfang an, okay, ich hätte ganz gerne hier den Reward für diese Konfiguration. Also ich habe in die Mitte gesetzt und er hat hier oben reingesetzt. Da will ich einen Reward haben von, Achtung, wo ist meine Textbox? Minus 100, meinen ganz normalen Reward, mal 0,9 mal 0,9, weil ich 2 Schritte zurückgegangen bin und so weiter und so fort. So trainiere ich jetzt mein neuronales Netz. Das heißt, ich gehe schrittweise zurück und mache hier immer diesen Gamma-Faktor drauf. Also im Prinzip, für jeden Schritt, den ich zurückgehe, muss ich einmal mehr den Gamma-Faktor drauf machen. Und ihr seht, am Anfang in die Mitte zu setzen, ist eigentlich nicht so schlecht. Das heißt, mein Gamma von 0,9 würde bei meinem dritten, also wenn ich in die Mitte reingesetzt habe, mein Eröffnungszug sozusagen, hätte es mit minus 100 mal 0,9 mal 0,9 mal 0,9 bewertet. Das ist immer noch ziemlich, ziemlich negativ. Müsste irgendwie sowas wie minus 72 oder sowas sein. Das wissen wir ja aber eigentlich, dass es nicht so brutal ist. Das heißt, 0,9 ist hier schon brutal bestraft. Also 0,5 wäre wahrscheinlich in Ordnung gewesen. Und dann kriege ich halt hier eine kleine Bestrafung hin. Naja gut, nächstes Mal setzt er eben hier runter. Und dann spielen wir wieder das Spiel zu Ende. Und dann werden wieder die ganzen einzelnen Züge bestraft oder belohnt. Je nachdem, ob ich gewonnen habe oder verloren habe. Und nach merkt er sich, welche Züge er eigentlich setzen sollte und welche er nicht setzen sollte. Das muss man dann, keine Ahnung, vielleicht so 1000 Mal laufen lassen. Und dann habt ihr einen ziemlich geilen Tic-Tac-Toe-Bot. Jetzt müsst ihr aber noch bedenken, Tic-Tac-Toe ist ein ziemlich leichtes Spiel. Wir haben hier nur 9 mögliche Felder. Beim Schach sind es schon mal, ich glaube, 64, wenn ich mich nicht absolut täusche. Und wir haben hier wirklich nur 3 Konfigurationen, nämlich Kreis, Leer oder X. Und das ist ein ziemlich leichtes Spielbrett im Prinzip. Wenn ihr euch mal Go überlegt, das hat haufenweise Bretter und es gibt so viele verschiedene Konfigurationen. Ich meine, jedes Mal, wenn ich hier einen Kreis setze, dann ist es ein neues Spielbrett im Prinzip. Das heißt, das muss ich alles neu lernen.
Und da dagegen gibt es auch eine Möglichkeit, nämlich sogenannte Monte Carlo Search Trees, die wir uns nächstes Mal angucken. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt damit ein bisschen was anfangen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!